Warum brauchen wir gesunde Böden für gesunde Menschen? Naja, wir brauchen die gesunden Böden zunächst mal für sich selber. Wir haben das Bild vom Boden als einem Atmungsorgan. Für uns ist er nicht eine Fläche, die oben und unten scheidet, sondern es ist das Zwerchfell, vergleichbar dem Menschen, und da durchdringen sich Oberes und Unteres. Und dieses Durchdringen, dieses Atmen ist in dieser Weise überhaupt die Grundlage für eine landwirtschaftliche Produktion. Und wenn diese gesund sein soll, brauchen wir gesunde Böden. Aber es war so, der Boden, die Erde, die Natur hat uns getragen. Das hat sich im Laufe insbesondere des 20. Jahrhunderts umgedreht. Wir sind der stärkere Partner geworden. Wir wissen ja, spätestens seit der Kernspaltung, dass wir auch die ganze Erdennatur vernichten könnten, und wir machen es ja graduell auch. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich diejenigen, die in der Verantwortung stehen. Und ich würde sagen, wir brauchen vor allem gesunde Menschen, das heißt gesunde Bilder und ein gesundes Handeln daraus, damit überhaupt noch gesunde Böden sein können. Also ich würde es fast umdrehen. Wir brauchen gesunde menschliche Taten, damit gesunde Böden sein können. Es ist nicht mehr naturgegeben. Warum brauchen wir als Menschen einen gesunden Boden? Der gesunde Boden ist Grundlage für eine gesunde Ernährung. Und für die Ernährung ist es ganz entscheidend, dass wir immer mehr uns zum Bewusstsein bringen, wie die mit Gesundheit und Krankheit zusammenhängt. Wir sprechen jetzt nicht mehr nur einfach von einer Ernährungslehre, sondern von einer Ernährungsmedizin und wissen, wie Ernährung unterschiedliche Erkrankungen beeinflussen kann. Wir wissen, dass Rheuma beeinflusst werden kann durch eine gesunde Ernährung. Wir wissen, dass viele Erkrankungen auch des Herz-Kreislauf-Gebietes beeinflusst werden können durch eine gesunde Ernährung. Wir wissen auch, dass Ernährung unser seelisches Empfinden und Befinden beeinflussen kann. Insofern haben wir einen ganz großen Einfluss einer Ernährung auf den Menschen und wissen aber auch, dass nicht es einzelne Wirkstoffe sind, die letzten Endes gesundheitsfördernd oder gesundheitsbeeinträchtigend wirken, sondern ganz oft die Komposition. Denn es gilt auch hier, das Ganze ist größer als seine Teile.